Wir sind heute auf der Holzhandwerk. Der Benedikt von Festo ist hier bei mir und wir schauen uns heute die nagelneue Stichsäge von Festo an. Was kann die eigentlich? Zusätzlich gibt es auch nagelneue Akkus und einen Absaugarm. Seid gespannt. Benedikt, eine neue Stichsäge von Festool ist immer auf jeden Fall einen Blick wert. Was ist an der neu, beziehungsweise wie heißt die eigentlich? Das ist die PSC E18? Genau, das ist die PSC E18, unsere neue Stichsäge. PS Pendelstichsäge, C Cordless, also ein neues Akkugerät im 18 Volt Bereich und das E steht in dem Fall für Easy. Das heißt, wir haben hier eine Stichsäge, die sich bewusst aufs Wesentliche konzentriert. Wir haben ein Gerät, das qualitativ hochwertig ist, präzise ist, ergonomisch gut, aber der Bezug aufs Wesentliche spiegelt dann einfach einen sehr attraktiven Endpreis wider, was für viele natürlich gerade in dem Bereich ausschlaggebender Punkt zum Kauf ist. Also das ist quasi die Einstiegs-18-Volt-Säge von Festool. Genau, das ist die 18-Volt-Stichsäge von Festool, Einstiegsgerät, einfach preislich, attraktiv positioniert, um da einfach im 18-Volt-Portfolio bei uns Fuß zu fassen. Von der Bedienung her, wie du schon gesagt hast, im Grunde 2, 3 Knöpfe, Geschwindigkeit einstellen. Ja. Genau, richtig. Ich habe eben, wie gesagt, den einen Ausschalter. Genau. Ich habe auf der gleichen Seite auch den Pendelloop zum Einstellen, also in Summe 4 Positionen, die ich da einstellen kann. Höherer Pendelloop, logischerweise höherer Arbeitsfortschritt. Dann darunter leiden natürlich ein bisschen die Schnittqualität, also Ausriss etc. Ja. Kann mir die Drehzahl eben einstellen. Aber auch die Automatikfunktion hat auch die andere Akkustichsäge von uns schon. Das heißt, ich habe hier einen Sanftanlauf und sobald ich Druck aufs Sägeblatt bekomme, fährt ihr dann eben von der Drehzahl hoch. Und ich habe dann einen sauberen Arbeitsfortschritt. Habe ich den Sanftanlauf immer oder kann ich es ausschalten? Das kann ich ausschalten. Also man kann, wie gesagt, die Position 5 wählen in der Drehzahleinstellung oder dann eben das A entsprechend. Okay. Also ohne dass du jetzt mich bestätigst oder es verneinst, ich vermute mal, es wird noch ein anderes Gerät kommen. Ja, aber das ist so meine Vermutung. Also es geht auf jeden Fall irgendwo weiter, die Reise geht weiter. Ich meine, wenn man sich umschaut, es kommen immer wieder neue 18-Volt-Produkte. Auch bei der Tauchsäge hat sich jetzt erst vor kurzem wieder was getan. Ja. Also ja, könnte durchaus passieren, dass sich in dem Bereich auch noch mal was tut. Ja. Also gerade bei der Tauchsäge habe ich letztes Jahr ein Video dazu gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Und die ganze Zeit habe ich aber eine Sache gesehen, nämlich der Akku, der ist irgendwie anders. Richtig, wir haben da jetzt neue Akkus und zwar wir haben in dem 4er und auch dem 8er Bereich Tabless-Akkus. Ah ja. Was ist Tabless? Tabless sind einfach andere Zellen. Die Akkus unterscheiden sich optisch eigentlich durch Gewicht, Größe. Ja, wie gesagt, optisch unterscheiden sie sich überhaupt nicht. Also sie unterscheiden sich dann bloß in der Funktion. Und der große Vorteil bei den Tabless-Akkus ist einfach, dass ich mit dem mehr Leistung transportieren kann. Ja, also schneller mehr Energie geben, sage ich mal, ohne dass es so überhitzt. So ist es. Also ich kann schneller mehr Energie geben und ich habe auch die Möglichkeit bzw. den Vorteil, dass die Akkus auch beim Arbeiten entsprechend nicht zu warm werden. Ja. Also kürzere Widerstände drin, deswegen einfach weniger Temperaturentwicklung, was dann auch dazu führt, dass ich einfach ausdauernder arbeiten kann. Ganz wichtig, es ist komplett kompatibel, das heißt, ich kann das in jedes 18-Volt-Gerät von euch einsetzen und damit arbeiten. Genau, Schnittstelle etc. pp. Hat sich gar nicht geändert, auch Ladegeräte und alles ist identisch geblieben. Man sieht den Unterschied bloß in der Aufschrift durch das TPX, das auf dem Akku steht. Sieht cool aus. Und diese Akkus werden auch die jetzigen 4.0 und 8.0 Akkus entsprechend ablösen. Okay, das heißt TPX ist ja die Bezeichnung, gibt es aber nur in diesen beiden Akkus aktuell? Genau, gibt es in diesen 2 Größen. Sind auch die Größen, die dann auf den meisten Geräten in Zukunft mitempfohlen werden. Den 4er bei zum Beispiel so einer Stichsäge einfach als leistungsstarker Akku, der aber auch gewichtstechnisch dann nicht so sehr ins Gewicht fällt. Und den 8er zum Beispiel bei der neuen Tauchsäge oder auch bei einem Sauger- oder Stationärgerät, wo das Gewicht die Rolle einfach nicht spielt. Ja. Aber die Stichsäge braucht doch den eigentlich nicht. Die Stichsäge würde theoretisch auch mit dem 5,0 Ampere-Stunden Akku funktionieren oder einem alten 4,0 Ampere-Stunden Akku, der schon im Markt ist. Ja. Aber wie gesagt, mit den Tablet-Zellen hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Reichweite. Und vielleicht auch noch mitzusagen, bei Geräten, die einfach relativ schnell viel Strom ziehen, wie zum Beispiel ein Staubsauger, hatte man immer so das Problem, dass die sich halt relativ stark erhitzt haben. Ja. Und wir dann einfach im Ladegerät meistens diese 15 bis 20 Minuten Pause hatten, bis der Ladevorgang wieder begonnen hat. Und auch das fällt bei diesen Tablet-Zellen einfach weg. Das heißt, ich kann wirklich ausdauernder arbeiten und habe einfach diese Unterbrechungen nichts mehr. Du hast ja quasi goldene Überleitung quasi gemacht in einem Ladegerät. Wir haben ja auch ein Ladegerät, ein Vierfach-Ladegerät, glaube ich sogar. Ja? Genau, richtig. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das ist aber schwer. Also viel schwerer, als ich dachte. Sind da schon Akkus drin? Ein Akku ist tatsächlich drin. Das heißt, ich kann hier 2 Akkus laden.
Auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, beliebiger Größe eigentlich. Genau, ich kann hier eigentlich alle Akkus reinpacken, außer die Ergo-Akku-Packs und diese alten 10,8 Volt Akkus von den kleinen ehemaligen TXS, CXS-Schraubern, aber all andere Akkus mit dieser Aufnahme entsprechend können hier geladen werden, also auch 12 oder 15 Volt funktioniert. Ich habe an dem Gerät bis zu 4 Steckplätze oder Slots zum Laden, die alle parallel mit 6 Ampere-Stunden laden. Also man kann das Ganze wirklich betrachten wie 4 einzelne Ladegeräte, genau, das aber entsprechend nur eine Steckdose braucht. Nee, genial. Also ich mag das sehr. Ich finde das super, dass es auch jetzt im Koffersystem drin ist, dass du einfach mitnehmen kannst, 4 Akkus ran, zack, zack, zack. Kannst es auch einfach stapeln, so mitnehmen, ist eine schöne Sache. Lädt er die alle gleichzeitig oder nacheinander? Also wie 4 eigenständige Ladegeräte, das heißt jede Schnittstelle lädt mit 6 Ampere-Stunden. Wir haben also 4 Ladegeräte mit einer Steckdose, das ist natürlich für viele, die schon in dem Akkusystem sehr gut integriert sind, eine wichtige Sache auf der Baustelle, einfach schnell und sauber Akkus durchzuladen. Aber das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten anderen Geräte machen es immer einen nach dem anderen, mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber dass er quasi jeden einzelnen Akku gleichzeitig ordentlich lädt und auch schnell lädt, das ist krass. Genau. Muss ich sagen. Und das macht es dann halt auch ein bisschen aus, ne? Ja. Nee, also super, super. Es macht, du bist ein bisschen, muss ich sagen, ey, genial, ja? Was ist denn hier los? Also ich finde das eine richtig geniale Sache. Und jetzt haben wir noch eine Sache, nämlich das hier. Nämlich wir haben einen Absaugarm. Richtig. Und hier ist es so, wenn wir gerade Stichsäge, haben wir vorhin gar nicht gesagt, wir können hier hinten absaugen. Ja. Und das ist ja immer das Problem, wenn es von unten kommt, dann wabert das da rum. Ich ziehe es immer über die Kante drüber, das willst du eigentlich nicht. Richtig, wir haben ja einfach eine neue Lösung im Bereich Absaugarm. Da hatten wir auch schon die ganze Zeit was auf dem Markt, was sich an den großen Sauger praktisch anbauen ließ. War aber immer relativ kompliziert zum Anbauen und man hatte auch nicht die Möglichkeit, das mal schnell an- und abzubauen, wenn man zum Beispiel den Sauger mit auf Baustelle nehmen musste. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit diesem neuen Produkt den Absaugarm in dem Sustainer zu verpacken. Das heißt, ich habe hier ein sauberes Packmaß, ein gutes Packmaß und ich kann das Ganze auch eigentlich binnen einer Minute auspacken, entsprechend mir vormontieren, positionieren, wie ich es brauche und dann auch so verwenden, dass ich einfach bei Schleifarbeiten, auch mal auf einer Baustelle oder Fräsarbeiten und auch in der Werkstatt den Schlauch einfach samt Kabel von oben geführt habe, um dann einfach zu vermeiden, dass ich irgendwie mit dem Schlauch nur hängen bleibe, drüber stolper oder vielleicht sogar irgendwas beschädige. Ja, also ist ja auch eine wirklich geniale Lösung. Ein Sustainer, alles drin, zack, zack, zack. Den Schlauch habe ich natürlich beim Sauger mit dabei und schon habe ich das einsatzbereit. Also ich denke mal, was hast du gesagt, 1 Minute, 2 Minuten ist man da dran. Also wenn man es 1-2 Mal gemacht hat, dann geht es relativ zügig. Wir haben also diese schwarzen Glieder, die kann ich entsprechend noch verkürzen oder verlängern, je nachdem, wie es der Endkunde im Grunde braucht. Genau, und habe dann da einfach eine runde Sache, sauberes Arbeiten. Wir haben noch eine ganz wichtige Sache, nämlich das Thema Service. Und jetzt ist eine wichtige Frage an dich. Geht eine Festool-Maschine jemals kaputt? Natürlich geht eine Festool-Maschine niemals kaputt. Du sollst doch ehrlich sein. Alles klar. Also natürlich, eine Festool-Maschine kann natürlich auch mal kaputt gehen, es kann sich mal irgendwas machen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man da einfach dem Kunden einen entsprechenden Service bietet, um da unkompliziert zu helfen oder eine langfristige Sicherheit zu bieten. Und da bieten wir sowieso schon die ersten 3 Jahre eine Vollgarantie an, wenn der Kunde das Gerät bei Kauf registriert. Und jetzt darüber hinaus eben für 18 Volt Produkte fürs 3., 4., 5. und 6. Jahr, noch die Kostenschutzreparatur. Das heißt, der Kunde ist bei den Kosten bei 99 € netto gedeckelt. Also wenn jetzt irgendwie günstige Reparatur anfällt, dann bezahlt der Kunde den günstigeren Preis. Wird es teurer, zum Beispiel Motorschaden oder ähnliche Sachen, die einfach teurer sind, dann wie gesagt bei 99 € maximal in den Kosten gedeckelt. Und da ist, denke ich, das ist für 6 Jahre gewerblichen Einsatz ein fairer Deal. Sehr krass. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, CSC SYS, 18 Volt Gerät, das Gerät ist auch schon relativ teuer, ist auch bestimmt teure Teile drin, Wenn die mal kaputt gehen sollte, ist die Reparatur auf 100 €, also 99 € netto gedeckelt. Das finde ich schon eine geniale Lösung. Vielen Dank, Benedikt, für die Infos. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns demnächst vielleicht nochmal wiedersehen für eine andere Stichsäge. Aber das ist meine Vermutung. Ihr könnt es ja gerne auch in die Kommentare schreiben. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.